Das Montauk-Projekt ist eines der faszinierendsten und zugleich gruseligsten Themen der Verschwörungstheorien, die in den 1980er Jahren ihren Ursprung fanden. Alles begann mit den Aussagen von Preston Nichols, einem angeblichen Insider des Projekts, der in seinen Berichten von geheimen Militärexperimenten erzählte, die angeblich auf der Militärbasis in Montauk, New York, durchgeführt wurden. Laut Nichols begannen die Experimente in den 1960er Jahren und wurden bis in die späten 1980er Jahre fortgesetzt. Die Natur dieser Experimente reichte weit über konventionelle militärische Anwendungen hinaus. Viele Berichte über das Montauk-Projekt sind schwer zu überprüfen, da sie auf persönlichen Zeugenaussagen und verschwörerischen Überlieferungen basieren. Jedoch wurde das Projekt immer wieder in Verbindung mit einem anderen mysteriösen Vorfall gebracht: dem Philadelphia-Experiment. Dieses Experiment, das 1943 durchgeführt wurde, hatte angeblich zum Ziel, ein US-Kriegsschiff unsichtbar zu machen, in dem elektromagnetische Felder eingesetzt wurden. Ein schwerer Unfall soll dazu geführt haben, dass das Schiff nicht nur unsichtbar wurde, sondern auch teleportiert wurde, was zu grausamen und irreversiblen Schäden an der Besatzung führte. Laut den Verschwörungstheorien stellte das Montauk-Projekt nicht nur einen Ort dar, an dem Militärs ihre fortschrittlichen Technologien entwickelten, sondern auch ein Gebiet, an dem übernatürliche Kräfte untersucht wurden. Dabei kam es zu Spekulationen, dass militärische und geheimdienstliche Institutionen in die dunklen Künste involviert waren, um mit anderen Dimensionen in Kontakt zu treten, um Zugang zu verborgenem Wissen zu erhalten. Insgesamt bleibt der Ursprung des Montauk-Projekts ein mysteriöses und ungelöstes Thema, das von vielen als ein geheimes, gefährliches Unternehmen angesehen wird, das weit mehr als nur militärische Strategien und Technologien betraf. Was genau bei diesen geheimen Experimenten wirklich vor sich ging, bleibt ein dunkles Geheimnis. Im Zentrum der Erzählungen über das Montauk-Projekt steht der unglaubliche Anspruch, dass das Projekt in der Lage war, Zeitreisen und Teleportation zu ermöglichen. Es wird behauptet, dass militärische Wissenschaftler und Geheimagenten auf der Basis in Montauk an einer Technologie arbeiteten, die es Menschen ermöglichte, durch die Zeit zu reisen oder an einen anderen Punkt im Raum zu teleportieren. Diese Berichte klingen für viele wie reine Science-Fiction, aber laut den Verschwörungstheorien sollen sie der Wahrheit nahe kommen. Laut diesen Theorien soll das Montauk-Projekt nicht nur Zeitreisen ermöglicht haben, sondern auch Dimensionstor geöffnet haben. Diese Portale, so die Berichte, führten zu anderen Welten, vielleicht sogar zu Paralleluniversen oder fernen Galaxien. Das Ziel dieser Experimente war es, Technologien zu entwickeln, die die US-Regierung in die Lage versetzen sollten, die Kontrolle über die Zeit zu erlangen, um militärische Überlegenheit zu erzielen. Doch es gibt auch Berichte, die behaupten, dass diese Dimensionstore nicht nur dazu verwendet wurden, neue Technologien zu entdecken, sondern auch um mit unbekannten, übernatürlichen Wesen zu interagieren. Das Konzept der Dimensionstore und der Zeitreisen geht mit den Verschwörungstheorien um das Projekt einher, die besagen, dass Montauk nicht nur ein Experiment in der Manipulation von Raum und Zeit war, sondern dass das Militär auch versuchte, die Kontrolle über das Buch der Zukunft zu erlangen. Es wird spekuliert, dass das Montauk-Projekt als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Technologien diente, die es ermöglichten, die Zukunft vorherzusagen oder sogar zu beeinflussen. Doch die Ergebnisse dieser Versuche sollen katastrophale Konsequenzen gehabt haben, von der Veränderung von Zeitlinien bis hin zur Öffnung von Toren zu gefährlichen Dimensionen, die nicht beherrscht werden konnten.
Die angebliche Technologie der Teleportation, die während des Projekts entwickelt wurde, soll es ermöglicht haben, Menschen und Objekte über riesige Entfernungen zu bewegen, fast augenblicklich. Berichten zufolge war diese Technologie so fortschrittlich, dass sie Menschen über Jahre hinweg zwischen verschiedenen Orten transportieren konnte, nicht nur innerhalb der Zeit, sondern auch quer durch den Raum. Viele spekulieren, dass die versuchten Teleportationen in der Folge nicht nur von der normalen Zeit betroffen waren, sondern auch von der Manipulation von Materie und Energie. Das Philadelphia-Experiment ist eng mit den Berichten über das Montauk-Projekt verknüpft. Die Verbindung zwischen diesen beiden Experimenten ist ein heiß diskutiertes Thema in der Verschwörungsgemeinde, da beide angeblich mit der Manipulation von Zeit und Raum zu tun hatten. Laut Berichten aus den 1940er Jahren hatte die US-Marine bei dem Versuch, das Kriegsschiff USS Eldridge unsichtbar zu machen, eine Technologie eingesetzt, die nicht nur das Schiff vor den Augen des Feindes verbarg, sondern es auch teleportierte. Einige Quellen behaupten, dass das Montauk-Projekt eine direkte Fortsetzung dieses Experiments war. Das Montauk-Projekt sollte die ursprünglich entwickelten Technologien verbessern und weiterführen, um mit noch fortschrittlicheren Methoden Zeitreisen und Teleportationen zu ermöglichen. Berichte deuten darauf hin, dass die Montauk-Forscher versuchten, das Grundkonzept des Philadelphia-Experiments auf breitere Anwendungsmöglichkeiten auszudehnen, was jedoch zu katastrophalen und unvorhersehbaren Ergebnissen führte. Die Verbindung zwischen beiden Projekten rührt auch von Berichten her, dass das Montauk-Projekt das Zeitlinienproblem, das beim Philadelphia-Experiment auftrat, beheben wollte. Während beim Philadelphia-Experiment die Schiffscrew gravierende physische und psychische Schäden erlitt, sollten beim Montauk-Projekt Fehler dieser Art durch genauere Berechnungen und stärkere elektromagnetische Felder vermieden werden. In den Berichten wird jedoch oft von dramatischen Zwischenfällen gesprochen, die zeigen, dass diese Technologie nicht nur die Zeit manipulierte, sondern auch die Realität selbst verzerrte. Berichten zufolge kamen dabei auch menschliche Versuche zum Einsatz, bei denen unvorstellbare Experimente zur Manipulation von Zeit, Raum und Identität durchgeführt wurden. Es gibt Erzählungen, die von Zeitreisen sprechen, bei denen Personen für Sekunden oder Minuten in andere Epochen versetzt wurden, aber auch von Fällen, bei denen Menschen durch Zeitlinien verschmolzen, was ihre Existenz und ihr Bewusstsein destabilisierte. Diese unkontrollierbaren Aspekte des Projekts trugen weiter zur mysteriösen und gefährlichen Aura bei, die das Montauk-Projekt umgab. Das Thema der Dimensionstore ist ein zentrales Element vieler Berichte über das Montauk-Projekt. Laut Berichten sollen bei den Experimenten Tore zu anderen Dimensionen und sogar fremden Welten geöffnet worden sein. Diese Dimensionstore hätten es nicht nur ermöglicht, in verschiedene Zeitlinien zu reisen, sondern auch in parallel existierende Welten, die von völlig anderen Wesen bewohnt wurden. Eine der schockierendsten Theorien besagt, dass das Montauk-Projekt zu einem Tor zur Hölle führte. In dieser Theorie geht man davon aus, dass durch die Öffnung dieser Tore nicht nur fortschrittliche Außerirdische, sondern auch dunkle dämonische Wesen in unsere Welt eindrangen. Diese Wesen, die aus einer uralten Dimension stammten, sollen mit Hilfe okkulter Rituale und Technologien von Militärs herbeigerufen worden sein, die versuchten, Zugang zu übernatürlichem Wissen und Macht zu erlangen.
Die Idee, dass das Militär mit diesen gefallenen Wesen in Kontakt trat, stammt aus der Vermutung, dass das Montauk-Projekt bewusst diese Tore öffnete, um Zugang zu den Dämonen der anderen Dimensionen zu bekommen. Diese Wesen sollen nicht nur Wesen aus anderen Dimensionen gewesen sein, sondern auch kosmische Entitäten, deren Anwesenheit die Realität selbst veränderte. In manchen Erzählungen werden diese Wesen als unvorstellbar mächtig beschrieben, Kreaturen, die die physikalischen Gesetze der Natur beeinflussen können, um die Menschheit zu manipulieren. Die Vorstellung von Sternentoren und interdimensionalen Portalen hat das Montauk-Projekt zu einem mystischen und faszinierenden Thema gemacht, das die Vorstellungskraft vieler anregt. Laut einigen Berichten war das Montauk-Projekt nicht nur ein Ort für militärische Forschung, sondern auch ein geheimer Knotenpunkt, an dem Zugang zu fortschrittlichen Technologien und Wissen von außerirdischen Zivilisationen gewährt wurde. Die Theorie besagt, dass das Projekt möglicherweise eine Technologie entwickelte, die es ermöglichte, Sternentore zu öffnen. Portale, die als Verbindungen zu anderen Welten und Galaxien dienten. Ein Sternentor ist in vielen Science-Fiction-Geschichten ein Durchgang, der es Wesen oder Objekten ermöglicht, innerhalb von Sekunden von einem Punkt im Universum zu einem anderen zu reisen. Einige Verschwörungstheorien und Berichte von Zeugen behaupten, dass das Montauk-Projekt eine solche Technologie nutzte oder entwickelte. Diese Tore hätten es den Militärs ermöglicht, nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch den Raum zu reisen und Zugang zu unbekannten, weit entfernten Welten zu erhalten. Die Idee von Sternentoren als Zugang zu fremden Galaxien oder Welten ist in der Esoterik und in vielen außerirdischen Theorien weit verbreitet. Laut diesen Theorien könnten diese Tore nicht nur dazu verwendet worden sein, mit fortschrittlichen, nichtmenschlichen Zivilisationen zu kommunizieren, sondern auch mit den Wesen, die jenseits der bekannten Dimensionen existieren. Die Berichte über das Montauk-Projekt behaupten, dass diese Tore möglicherweise eine intergalaktische Reise ermöglichten und als Kanäle für den Austausch von Technologien und Wissen dienten. Manche Theorien gehen noch weiter und spekulieren, dass die Militärs mit diesen Technologien auf geheimen Abkommen mit Außerirdischen zugingen. Diese außerdimensionalen Wesen sollen in vielen Fällen als Mentoren oder Partner aufgetreten sein, die den Menschen fortschrittliches Wissen in Bereichen wie Energie, Raumfahrt und vielleicht sogar Waffentechnologie zur Verfügung stellten. Während diese Ideen in der breiten Öffentlichkeit als weit hergeholt gelten, finden sich in verschiedenen Berichten Hinweise darauf, dass das Montauk-Projekt tatsächlich nicht nur experimentelle Technologien zur Raumzeitmanipulation beinhaltete, sondern auch einen geheimen Kontakt zu Wesen aus anderen Welten. Ein besonders beunruhigender Aspekt dieser Theorie ist die Vorstellung, dass diese Partnerschaften zwischen den Militärs und den Außerirdischen nicht immer auf Kooperation und gutem Willen beruhten. Einige Spekulationen deuten darauf hin, dass diese Wesen möglicherweise ihre eigenen, finsteren Ziele verfolgten und dass die Menschen durch das Montauk-Projekt in eine Art Handelsabkommen mit ihnen verwickelt wurden. Es bleibt unklar, welche Art von Technologien oder Wissen in diesen Austausch einflossen, aber viele glauben, dass die fortschrittlichen Waffentechnologien und die Manipulation von Zeit und Raum, die angeblich im Montauk-Projekt entwickelt wurden, zu einem Teil dieses gefährlichen Pakts gehörten. Die Rolle der US-Regierung im Montauk-Projekt ist ein weiteres zentrales Thema, das in den Verschwörungstheorien rund um das Projekt immer wieder auftaucht. Die Behauptung, dass die US-Regierung das Projekt nicht nur ins Leben gerufen, sondern es auch mit aller Macht geheim gehalten hat, ist eines der Markenzeichen des Mythos.
Es wird behauptet, dass die Regierung, unterstützt durch geheime militärische und paramilitärische Organisationen, alle Informationen über das Montauk-Projekt unter Verschluss hielt. Die angebliche Geheimhaltung des Montauk-Projekts soll der Grund dafür sein, dass so viele Berichte und Zeugenaussagen über das Projekt als Verschwörungstheorien angesehen werden. Einige, die mit dem Projekt in Verbindung standen, behaupten, dass sie von der Regierung und von Militärs unter Druck gesetzt wurden, ihre Erfahrungen geheim zu halten und keine Informationen an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Dies führte zu einer Kultur der Angst und des Misstrauens, die den Mythos um das Montauk-Projekt nur noch verstärkte. Es gibt auch Hinweise darauf, dass das Montauk-Projekt nicht isoliert war, sondern Teil eines viel größeren militärischen Komplexes, der sich mit der Entwicklung von fortschrittlichen Technologien befasste. Diese Technologien sollen nicht nur militärische Vorteile verschafft haben, sondern auch die Menschheit in eine neue Ära der Kontrolle und Manipulation von Raum und Zeit geführt haben. Das geheim gehaltene Wissen über diese Technologien könnte, so spekulieren viele, die Grundlage für einige der umstrittensten militärischen Black Projects gewesen sein, geheime Programme, die auch weiterhin hinter verschlossenen Türen durchgeführt werden. Die Verbindung zwischen der US-Regierung und dem Montauk-Projekt wird oft als Beispiel für die Macht und den Einfluss beschrieben, den geheime militärische Operationen in der Politik und im internationalen Machtgefüge haben. Während die genaue Natur des Projekts unklar bleibt, lässt die andauernde Geheimhaltung den Verdacht aufkommen, dass das Montauk-Projekt weit mehr war als nur ein militärisches Experiment. Viele glauben, dass es ein Plan war, die Grenzen des menschlichen Wissens zu überschreiten und Technologien zu entwickeln, die sowohl in militärischen als auch in geheimen politischen Operationen von entscheidender Bedeutung waren. Eine der erschreckendsten und mysteriösesten Theorien im Zusammenhang mit dem Montauk-Projekt ist die angebliche Verbindung zu dunklen, okkulten Kräften. Berichten zufolge sollen geheime Gesellschaften und okkulte Praktiken eine entscheidende Rolle bei den Experimenten gespielt haben. Es wird behauptet, dass das Montauk-Projekt nicht nur als militärische Forschungsstätte, sondern auch als ein Ort für okkulte Rituale und magische Praktiken diente, die es den Experimentatoren ermöglichten, mit übernatürlichen Kräften zu interagieren. Einige Quellen berichten, dass geheime Gesellschaften, die sich mit dunkler Magie und okkulten Künsten auskannten, in das Projekt involviert waren. Diese Gesellschaften sollen versucht haben, den Zugang zu verbotenem Wissen zu erlangen, indem sie Rituale und Beschwörungen durchführten, um mit Wesen aus anderen Dimensionen zu kommunizieren. Laut dieser Theorie waren die Wissenschaftler und Militärs, die am Montauk-Projekt arbeiteten, nicht nur an der Entwicklung fortschrittlicher Technologien interessiert, sondern auch daran, die Grenzen zwischen den Welten zu verwischen, um mit Wesen aus der Hölle oder anderen finsteren Dimensionen zu kommunizieren. In einigen Erzählungen wird gesagt, dass diese Rituale dazu dienten, Dämonen zu beschwören oder sogar in andere Dimensionen zu reisen. Diese Praktiken sollen mit dem Öffnen von Portalen zu alternativen Realitäten zusammenhängen, in denen die Militärs und ihre okkulten Partner mit dunklen Entitäten in Kontakt traten. Es wird spekuliert, dass diese Wesen, die entweder als gefallene Engel oder als uralte böse Wesen beschrieben werden, eine Art Handel mit den Militärs eingegangen sein könnten, indem sie Wissen oder Macht im Austausch für bestimmte Dienste oder Opfer gaben.
Die Verbindung von Militärs und okkulten Kräften ist eine beängstigende Vorstellung und gibt den spekulativen Theorien über das Montauk-Projekt eine noch düsterere Wendung. Wenn diese Berichte wahr sind, würde dies nicht nur das Projekt selbst, sondern auch die ganze Natur der militärischen Forschung und Technologie in einem völlig neuen, erschreckenden Licht erscheinen lassen. In einigen Versionen dieser Geschichte glauben die Menschen, dass die Militärs auf diese dunklen Kräfte zurückgriffen, um Macht über die menschliche Realität zu erlangen und möglicherweise sogar ihre eigenen Ziele mit den übernatürlichen Kräften zu verfolgen. Die Theorie von den gefallenen Wesen, die durch die Experimente des Montauk-Projekts in unsere Welt eingedrungen sind, ist eine der düstersten und faszinierendsten Ideen, die mit dem Projekt in Verbindung gebracht werden. Laut dieser Theorie war das Montauk-Projekt nicht nur ein Experiment zur Manipulation von Raum und Zeit, sondern auch ein Versuch, mit Wesen aus anderen Dimensionen oder Welten zu kommunizieren. Wesen, die als gefallene Engel, Dämonen oder sogar uralte kosmische Entitäten beschrieben werden. Es wird spekuliert, dass das Öffnen von Dimensionstoren durch die Experimente diese Wesen in unsere Welt brachte. Diese Wesen könnten aus einer Hölle oder einer verbotenen Dimension stammen, die nur durch das Montauk-Projekt zugänglich wurde. Die Theorie besagt, dass das Projekt möglicherweise auf absichtliche oder fahrlässige Weise dazu führte, dass diese Wesen auf die Erde kamen. Wesen, die einst in einer anderen Realität verbannt worden waren, aber durch die Öffnung der Dimensionstore zurückkehrten. Die Auswirkungen des Eindringens dieser gefallenen Wesen auf unsere Realität sollen katastrophal gewesen sein. Berichten zufolge könnten diese Wesen die Naturgesetze selbst beeinflussen und die Realität um uns herum in Frage stellen. Von unsichtbaren Kräften, die das Verhalten der Menschen beeinflussten, bis hin zu paranormalen Phänomenen, die scheinbar die physikalischen Gesetze außer Kraft setzten. Die Anwesenheit dieser Wesen könnte die Welt, wie wir sie kennen, in einer Weise verändert haben, die weit über das Verständnis der Menschen hinausgeht. Am Ende unserer Reise durch die rätselhafte Welt des Montauk-Projekts ist es an der Zeit, die Fäden von Mythos, Geheimhaltung und Spekulation zusammenzuführen, die wir aufgedeckt haben. Das Montauk-Projekt steht wie kaum ein anderes für die Faszination und die Angst, die von Verschwörungstheorien ausgehen. Doch was steckt wirklich hinter diesem Mythos? Das Montauk-Projekt soll in den 1970er und 1980er Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Montauk Air Force Station auf Long Island, New York, stattgefunden haben. Laut zahlreichen Berichten und Zeugenaussagen wurden dort streng geheime Experimente durchgeführt, die weit über das hinausgingen, was damals als wissenschaftlich möglich galt. Im Zentrum der Legenden steht die Behauptung, dass Wissenschaftler im Auftrag der US-Regierung an Zeitreisen, Gedankenkontrolle und sogar an der Öffnung von Portalen zu anderen Dimensionen gearbeitet haben. Diese Experimente sollen nicht nur die Grenzen der Physik, sondern auch die der menschlichen Ethik überschritten haben. Zu den bekanntesten Mythen gehört das sogenannte Montauk-Chair-Experiment. Mit Hilfe eines speziellen Stuhls, der angeblich auf Technologien aus dem Philadelphia-Experiment basierte, sollen Forscher in der Lage gewesen sein, Gedanken zu lesen, Erinnerungen zu manipulieren und sogar materielle Objekte allein durch die Kraft des Geistes zu erschaffen. Besonders spektakulär ist die Behauptung, dass es gelungen sei, Portale in andere Zeiten und Realitäten zu öffnen. Augenzeugen berichten von Experimenten, bei denen Menschen und Gegenstände spurlos verschwanden oder aus dem Nichts auftauchten. Einige behaupten sogar, dass fremdartige Wesen durch diese Portale in unsere Welt gelangt seien. Es gibt Geschichten über gefallene Entitäten, mysteriöse Kreaturen und unerklärliche Phänomene, die angeblich auf die Experimente in Montauk zurückzuführen sind.
Diese Berichte verstärken den Mythos und sorgen bis heute für Spekulationen. Kritiker argumentieren, dass viele dieser Geschichten auf Übertreibungen, Fehlinterpretationen oder bewussten Falschinformationen beruhen. Dennoch bleibt die Frage, was, wenn ein Funken Wahrheit in diesen Erzählungen steckt? Haben geheime Experimente tatsächlich das Gefüge unserer Realität beeinflusst? Was bedeutet das Montauk-Projekt für unsere Zukunft? Die Legende dient als Mahnung, wie weit Wissenschaft und Technologie gehen können und welche Gefahren drohen, wenn ethische Grenzen überschritten werden. Für die Wissenschaft ist das Montauk-Projekt ein warnendes Beispiel. Es erinnert uns daran, dass Forschung immer im Einklang mit moralischen und ethischen Prinzipien stehen muss. Die Angst vor unkontrollierten Experimenten und deren Folgen ist ein zentrales Motiv in der Debatte um wissenschaftliche Verantwortung. Für die Gesellschaft ist das Projekt ein Symbol für das Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und die Angst vor verborgenen Agenten. Die Vorstellung, dass Regierungen im Geheimen an gefährlichen Technologien arbeiten, befeuert Verschwörungstheorien und prägt das kollektive Bewusstsein. Verschwörungstheorien wie das Montauk-Projekt spiegeln unsere tiefsten Ängste wider. Die Angst vor dem Unbekannten und vor dem, was hinter verschlossenen Türen geschehen könnte. Gleichzeitig zeigen sie unsere unstillbare Neugier auf das Unerklärliche. Letztlich zwingt uns das Montauk-Projekt, die Natur der Realität selbst zu hinterfragen. Was ist möglich? Was ist Fiktion? Und wo verläuft die Grenze zwischen beiden? Gibt es verborgene Wahrheiten in diesen wilden Geschichten? Oder sind sie lediglich ein Spiegelbild unserer kollektiven Fantasie und unserer Ängste? Die Faszination für das Montauk-Projekt zeigt, wie sehr wir uns nach Antworten sehnen und wie bereit wir sind, das Unmögliche in Betracht zu ziehen, wenn es um die großen Fragen der Menschheit geht. Während Sie über das Gehörte nachdenken, stellen Sie sich vor, was, wenn die Wahrheit tatsächlich jenseits unserer Vorstellungskraft liegt? Ob Fakt oder Fiktion, das Montauk-Projekt fordert uns heraus, kritisch zu denken, neugierig zu bleiben und die Welt um uns herum immer wieder zu hinterfragen. Es erinnert uns daran, dass Wissenschaft und Fantasie oft näher beieinander liegen, als wir glauben. Vielleicht existiert jenseits der Grenzen dessen, was wir für möglich halten, eine Realität, die noch viel seltsamer ist, als wir es uns vorstellen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie wachsam gegenüber den Geheimnissen, die unsere Welt umgeben.